Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir malen jetzt zusammen ein Bild, wo wir hauptsächlich mit der Rolle arbeiten und ganz zum Schluss dann noch mit einem dünnen, feinen Pinsel. Zuerst kommen wir aber mal zum Material. Ihr braucht Acrylfarben in den Farben eurer Wahl, dann eine größere und etwas kleinere Gummirolle. Wenn ihr die nicht im Fachhandel bekommt, gibt es die auch schon mal im Baumarkt. Und zum Schluss dann noch einen kleinen, dünnen Pinsel. Meine Farben habe ich auf so einen Pappteller gelegt. Dann habe ich hier meine beiden Rollen und trage jetzt die Farbe auf diese Leinwand auf. Das ist eine alte Leinwand, die habe ich vorher weiß grundiert, damit man das nicht mehr so gut sieht, was ich da vorher drauf gemalt hatte. Und jetzt wird großzügig die Farbe auf diese Leinwand aufgetragen. Da könnt ihr hin und her, rauf und runter rollen. Das ist ganz euch überlassen. Zum Schluss sind da jetzt noch ein paar helle Stellen in der Mitte übrig geblieben. Die bleiben jetzt erstmal so stehen. Meine Farben habe ich wieder in meine Palettendose gelegt, wo sie also auch tagelang feucht bleibt, und habe mir jetzt die kleine Rolle genommen. Und mit dieser kleinen Rolle gehe ich jetzt über meine Grundierung drüber. Auch, wie ihr seht, wieder hin und her, aber jetzt so, dass von dem Blau hier und da schon mal etwas durchschimmert. Im linken Drittel wechsle ich jetzt die Farbe. Das ist jetzt ein Kieselgrau, was ich hier benutze. Das trage ich wieder genauso auf, hin und her, aber so, dass das Blau immer ein bisschen durchschimmert. Im oberen Drittel setze ich einen Schwerpunkt mit dem angemischten Blau-Grau, was ich in meiner Palettendose habe, und oben drüber lege ich noch mal eine weiße Schicht. Wenn ich so über diese Fläche drüber rolle und ich viel Farbe an meiner Rolle habe, kommt es schon mal vor, dass die Rolle nicht rollt. Da müsst ihr dann ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, dass ihr mit so viel Druck dann da drüber geht, dass die Rolle wieder anfängt, sich zu bewegen. Die weiße Farbe trage ich jetzt mit kaum Druck und nur waagerecht auf meine Leinwand auf. Im oberen Drittel habe ich jetzt schwarz und trage die Farbe in dem Zwischenraum zwischen Weiß und Grau-Blau auf, und das geben später meine Häuser.
Jetzt kommen noch andere Farbtöne dazu. Hier jetzt ein etwas, ja, preußisch-blau ist das und ein ganz kräftiges, Kobaltblau. Das ziehe ich dann auch noch etwas nach unten. Eigentlich gefällt mir das Bild jetzt schon ganz gut. Wer das so lassen möchte, kann das natürlich lassen und braucht diese Häuser dort oben gar nicht mehr reinzumalen. Ich habe mich hier extra für einen langen, dünnen Pinsel entschieden und fasse den ziemlich am Ende an, weil die Striche dann wesentlich lockerer werden. Ihr solltet also jetzt wirklich ganz locker da solche Häuser andeuten. Auch hier nehme ich jetzt noch andere Farbtöne mit rein und dann mit weißer Farbe werden so kleine Fenster angedeutet. Nachdem ich mir das Bild jetzt noch mal von Weitem angeschaut habe, nehme ich noch ein paar Korrekturen vor und dann ist unser sehr schnelles, abstraktes Bild fertig, das es sehr dekorativ auf eurer Wand sein wird. Hier noch mal 'ne Nahaufnahme von den einzelnen Strukturen, die hier entstanden sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr die viele Arbeit, die ich mit so einem Video habe, unterstützen möchtet, würde ich mich über ein Abo freuen und natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei einem meiner nächsten Videos. Bis dahin macht's gut, eure Monika.